Was sagen denn unsere Lags? Nicht viel, da passt alles. Da drüben machen wir den Zoom, den Range noch ein bisschen größer. Quickspot, wo bist du? 80. Oder eine schöne Spur, wo es hingeht, und da bleiben wir auf 10. Varo Standard. Weil es lustig ist, sagen wir noch einmal irgendwas. Was sagen wir denn da? Diesmal sagen wir eine General Message. Ladies and gentlemen, from the flight deck, this is your captain speaking. We'll be reaching our cruising altitude soon. Everything's looking good up here in the cockpit. Please let your cabin crew know if there's anything that we can do to make this flight a little better for you. So ist es. Ja, der Flight sollte eigentlich eh ganz gut sein. Satisfied, 95%. Das geht besser. Kriegen wir noch was zum Trinken? Verladen unten haben wir nichts, aber vielleicht haben wir was mit. Im ersten Video haben wir ja was verladen von Don Co., aber dann nicht gebraucht. Theoretisch, das ist zwar schon alt, hätten wir ja noch was an Bord. Aufgewärmt sicher genauso lecker. Wir haben da gar keine Packs mehr auftritt. Was kommt jetzt? Cabin Altitude. Sehr nice. I love it. Diese Geräuschkulisse ist sehr fein natürlich. Reset. Schalten wir mal rauf auf diesen hier. Kann man da dann wieder was umschalten? Wir können natürlich auch noch ins Failures-Menü schauen. Dieser Sound ist richtig geil. Richtig geil ist der Sound. Setup, Aircraft, Failures. Was haben wir da? Active, None. Spannend. Cabin Altitude. Cabin Altitude. Cabin Altitude. Kann die APU da was richten? Es wäre ja zu schön gewesen, wenn alles passt hätte. Ja, aber wir haben ja definitiv Druck. Oder hatten. Ja, genau, wir haben. Können wir da oben was machen? Also jetzt bin ich wieder ratlos. Dankeschön, dass es wieder mal spannend wurde. Upsen. Dass wir da wirklich keine Failures angezeigt bekommen. Active. Keine Failures. MCP Altitude. Könnten dann wahrscheinlich auch schon höher steigen, hat man uns gesagt. Der fliegt ja zum Glück weiter. Draußen haben wir den Sound nicht. Oh. Da kann man auch nichts wegklicken. Was ist denn da mit dir? Was kann man mit dir machen? Noch mehr? Kann die APU da vielleicht noch was richten? APU Bleed. Trip Reset. Close. Open. Starten wir die einfach mal. Eieiei. Schauen wir mal ein bisschen in die Außenansicht, das ist ein bisschen ruhiger. Heißt das dann eigentlich, wir haben einen schlechten Kabinendruck? Theoretisch müssten ja dann die Masken runtergefallen sein. Und die halten ja nur 10 bis 12 Minuten. Überleben wir das? Ich
Glaub langsam nicht mehr. Psst, bitte, 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 kann man dich irgendwie da abdrehen? Außen ist auch laut. Extrem laut. Hat wer eine Idee? Es bringt mir zwar jetzt in dem Moment nichts, aber irgendwie würde ich wieder gern wissen, was ich verbockt habe. I survive, reset, open. Wenn was natürlich stimmt ist, wir sind noch nicht auf 32. Hätte ich es vielleicht nicht aktivieren dürfen? Ich stelle es mal auf 22. Da mal alles so ein bisschen rumklickern. APU läuft auch schon. Da ist ja voll der Druck da, das gibt's ja nicht. Hallo. Close. Open. Trip Reset. Mir fehlt echt die Idee. Was könnte das denn noch sein? Vor allem, wie kann man das unterdrücken? Das kann ja nicht sein, dass man da die ganze Zeit so fliegt. Oder muss ich mir da die Sauerstoffmaske aufsetzen, die ich hier irgendwie anklicken muss, so auf ganz witzig? Und auf die Passagiere wird erstmal pfiffen. Was auch eigentlich so cool ist, aber natürlich müssen die Piloten mal... Komm schon, komm schon. 22. Ja, so kann man ja nicht fliegen, hey. Ich glaube, ich muss den Sound einfach leiser drehen im Video. Und das unterdrücken. Es ist noch da. Es ist weg. Es ist noch da. Steht eigentlich jeder Alt Horn Cutout. Ja gut, für alle, die es nicht wissen, so wie ich, jetzt wissen wir's. Das dreht den Spaß wohl ab, dann können wir ja jetzt endlich steigen. Dankeschön, passt. Weiter geht's, was sagt? Expedite Climb. 300. Machen wir. Raus und wieder rein. Boah, das hätte ich früher klicken müssen. Ich habe wie wild rumklickt, ihr habt es ja gesehen, aber boah, das war jetzt zart. Noch so ein bisschen, weil es im Ohr ist. Piep, piep, piep. Aber nein, und da stellen wir auch wieder 32 an. Das ist dann doch unsere Zielreiseflughöhe. Sagt die Distanz 154 Meilen noch. 22, wo ist unser Top of Climb? Bald und Top of Descent ist... Ah, da wird es heute kein Essen geben. Kann man nichts machen. Sind's hungrig? Ui, da ist jemand sehr hungrig und sehr durstig. Da geht's schon noch. Ja, diese Person, der Typ, ein bisschen älter, ist sehr hungrig, sehr durstig. Kann man ihm bitte was geben? Kann man da denn was machen? Wir können auf jeden Fall mal die Seatbelt Signs abdrehen. Wir sind so leibernd und der Rest passt. Da oben ist noch immer alles in Ordnung, passt. Die EPU haben wir eigentlich dann zum Spaß aufgedreht, die können wir wieder abdrehen. Die hat uns ein bisschen geholfen und ich glaube, die Klima könnte ruhig auf Auto stehen. Der ist auch auf Auto. Auto. Dreimal Auto, sehr gut. So gehört's, so hätte es immer schon gehört und dieser Knopf ist ein guter Freund, wenn es ganz laut ist im Flieger und deswegen der läutet. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben immer noch eine Cabin Altitude Warning. Sitzen die Leute jetzt immer noch mit Sauerstoffmaske da oder nicht?
Schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt. Haben wir noch ein Problem oder ist alles okay? Machen wir da mal Open. Tut sich da was? Das Wetter war schon mal besser, aber genau das macht es ja so prickelnd, dass es immer wieder anders ist. Wir fliegen mit Live-Wetter von heute Nachmittag. Wann dieses heute ist, das werden wir natürlich nicht erfahren. Ich bin ja nicht live. Schön, oder? Dann noch von hinten. Dann haben wir uns wieder vor ins Cockpit. Wir sind sehr flott, 458. Wir haben es ziemlich windig. Ja, das könnte lustig werden bei der Landung. Packen wir schon. Wir könnten auch natürlich mit Autoland 3 landen. Aber ich glaube, das ist Fahrt. Bringt es ja gar nichts, den Yoke einzublenden, weil er macht ja nichts. Nein, das machen wir heute nicht. Machen wir anders mal. Wir haben die 30. Können wir schon auf 32 gehen? Was sagt die ATC? Nein, noch nicht. Aber jetzt, mal. Dann machen wir noch die letzten Meter. Vielleicht gibt es ja doch noch was zum Essen. Gibt es da eigentlich einen geschmeidigeren Trick, als Wien auf auszuschalten und Wien auf wieder einzuschalten, um das aktive Steigen zu pushen? Oder ist dafür genau dieser Alt-Intervention-Button? Soweit schaut alles gut aus. Bisschen Beep haben wir gehabt, mittendrin. Vielleicht beschleunige ich das ein bisschen oder schneide sogar ein bisschen raus, dass es nicht so nervig ist. Oder drehe es leiser. Oder lass es auch drin. Schauen wir mal, wie es kommt. Gehört ja letztendlich dazu, dass nicht immer alles reibungslos läuft. Aber dafür schaut es jetzt umso besser aus. Was sagt die Cabin Altitude? Ja, passt, die ist wieder gut. Das heißt, rein theoretisch könnten die Leute ihre Masken abnehmen, wenn sie es dann noch auf hätten. Oder wenn sie je runtergefallen sind. I don't know. Oder muss ich einen Knopf drücken, damit sie runterfallen? Es kann natürlich auch ganz gut sein, dass man hier irgendwo die Masken fallen lassen könnte. Oder dass dafür genau dieses Failures-Menü da ist. Das werde ich mal rausfinden. Oder wenn es jemand von euch weiß, gebt es mir gern Bescheid. Schreibt es in die Kommentare, es würde mich sehr freuen. Haben wir die 32, wir haben die 32. Gibt es was zum Essen? Also wir sind im Cruise. Wir haben die Seatbelt Signs abgedreht. Können noch einmal was Nettes sagen. Russell Flight Deck, this is your captain speaking. We hope you're enjoying your flight. We're making good progress here and we're doing our best to get you in on time. Ja, das stimmt, das machen wir. 51 Minuten noch, ich glaube, das sind wir flotter. 115, 114 Meilen noch. Das geht flotter. Können wir vielleicht sogar noch eine Verfrühung ankündigen? Eine Verfrühung. In a few moments, we'll be starting our in-flight service. We'll be serving complimentary drinks and snacks. Please look in your seat back. Jawohl, Scheiß, gibt sogar was zum Essen. Das heißt, dieser Kollege, der vorher noch sehr hungrig war, der Alex, der kriegt jetzt was. Na bitte, hat sich's doch auszahlt. Ich hoffe, es ist nicht das alte Do & Co. Essen vom letzten Mal, sondern was Frisches. Weil, wie gesagt, wir haben ja nichts eingeladen heute. Wir könnten nur noch was drin gehabt haben. Oder die Hoffnung haben, dass die Leute eh nichts wollen. Aber sie haben ziemlich brav Großteil den Seatbelt alle an. So wie im echten Leben wahrscheinlich. Ich habe ihn ja eigentlich auch immer an. Es könnte ja immer eine Turbulenz kommen. Er ist immer noch hungrig und durstig. Gibt's ihm was? 0%, okay. Stress, ich mache da Stress. Die haben eh noch Zeit. Tut's ruhig. Was wir ja machen könnten, wir könnten uns auch was ordern. Flight Attendant Request, Snack, Restroom Meal, Drink, Snack. Hey, what if you guys could bring us a snack, please? Wäre schon sehr fein. Und vielleicht sogar noch was zum Trinken. Ah, da war er schon. Ein Drink bitte. Hey, can we get something to drink up here? Ich hab zwar noch was da, aber geht schon. Sind wir schon bei der Hälfte. Wir sehen da schon unser Ziel. Wir sehen auch schon unsere Einflugschneise. Sehr nice. Da kann man fast schon eine Range wieder zurückschalten. Aber dann geht sich's wieder nicht aus. Aber das ist so ein richtig geiler Anflug, wo wir mal vorbeifliegen am Flughafen. Auf geschmeidig und dann noch Zeit haben zum ordentlich descenden. Dann noch ein bisschen Speed abbauen können. Klingt eigentlich recht einfach. Schauen wir mal, ob es gelingt. Minimums könnte man auch schon einstellen. Das sind das so roundabout 250 dann.
Autobrakes stellen wir nachher beim Landen ein oder kann man die jetzt schon einstellen? Stellt man die in der Regel jetzt schon ein? Wir fliegen ja eigentlich noch, sind ja noch ganz normal im Cruise. Das wieder weg. Wir sind ja eh jetzt einmal stabil. Den Top of Descent sehen wir da drüben. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir sind auf 80 nautischen Meilen Range. Deswegen werden das so roundabout 40 sein. Das heißt, da dauert es noch ein bisschen, bis das da auftaucht. Da düsen wir noch ein bisschen. Wäre der Wind in der anderen Richtung, dann wären wir ziemlich flott dran. Bei Gegenwind und trotzdem so flott ist natürlich hart. Wieder der schiefe Kopf. Ich habe mich selbst erwischt. Theoretisch, glaube ich, schaltet man Winglight auch ab, weil es ja eh nicht wirklich was bringt. Und Logo-Light, weil es ja auch theoretisch oder auch praktisch keiner sieht. Aber wir lassen es an. Falls es wer sieht, sind wir beleuchtet. Wir sind eh auch beleuchtet von der Sonne. Es wäre ein wunderschöner Ausblick da. Ein bisschen mehr Wolken als sonst. Richtig fein. Richtig fein. Der Außensound ist verglichen mit dem Innensound ziemlich laut. Wieder zurück innen. Und da ist der Sound auch Großteil eigentlich die Klimaanlage da oben. Wenn man das jetzt abdrehen würde man es auf jeden Fall mitkriegen, dass weniger Sound da ist. Aber außen ist ja arg. Da schaut alles gut aus. 32 roundabout. Wir sind im Cruise. Noch. Da sehen wir den Top of Descent, der rückt näher. Ich schalte die Range jetzt mal 1 zurück auf 40. Dann sehen wir immer noch so ganz schön, wie wir eigentlich grob fliegen. Das reicht dann schon. Und dann haben wir auch schon bald unseren Top of Descent erreicht. Hoffentlich gibt uns die ATC dann auch schon eine Freigabe zum Sinken. Das ist ja manchmal oder oft nicht so bei dieser ATC hier. Naja, schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen, ehrlich gesagt. Haben wir da noch irgendwas Besonderes? Wir sind da noch auf 32, dann eine Zeit lang. Dann bleiben wir eine Zeit auf 9. Das wird dann die Kurve sein wahrscheinlich. Da werden wir auf 9 sein und dann werden wir uns wieder in den Final Descent begeben. Das könnte hinkommen. Kommt hin. Wunderschöne Aussicht. Wunderschöne Aussicht. Was spricht die Kollegin? Habt ihr eigentlich gewusst, dass man dann hier noch diesen Sitz ausklappen kann? Ich würde ja urgern mal in echt auf einem Flug auf so einem Sitz mitfliegen und das Ganze echt mal von vorne hautnah erleben. Das wäre so geil. Das würde mich urfreuen. Ist zwar nicht so bequem, aber drauf geschissen. Es ist sicher, es ist es wert. Es schaut sehr flauschig aus. Ein bisschen pixelig, aber auch ein bisschen flauschig. Der ist doch eher mehr so ein Notsitz, aber geilste Aussicht, oder? Wie geil wäre das denn, wenn man da einfach vorne mitfliegen könnte? So als netter Passagier, ohne Vorstrafen, ohne irgendwelche Vorbelastungen. So gesehen unverdächtig, dass man da vorne mitfliegen darf. Glaubt man wieder ein. Was sagt der Top of Descent? Der rückt näher, 10 Meilen noch. 10 Meilen noch. Und dann schon mal vorsichtig hier was anderes einstellen. Und hoffen, dass die ATC das natürlich gleich sieht. Was ist denn dann eigentlich unser nächster Leg? Der wird so 23 sein. Dann waren wir eh recht gut dran. 23. Sprich mit uns. Bei ein bisschen Zeit haben wir noch. Gute 5 Meilen. Irgendwas, was man noch einstellen muss, was ich vergessen könnte. Eigentlich schaut alles gut aus. ILS können wir nachher. Können wir eigentlich schon rein switchen. Ich drehe es auf beiden Seiten ein, falls ich spontan doch Lust hätte auf ein Autoland 3, Kategorie 3 Autoland. Aber eigentlich hätte ich schon Bock, das Ding selber zum Landen, muss ich schon sagen. Es wäre irgendwie fad, wenn ich jetzt einfach nur noch nichts machen müsste, außer da ein bisschen rumklicken. Ein bisschen fliegen wäre schon noch nice. Was sagt er? Er ist immer noch ein bisschen hungrig und ein bisschen durstig, aber er hat eigentlich schon was gekriegt. Ja, dann hat er nicht viel gekriegt. Die ist auch immer noch durstig, aber nicht mehr hungrig. Passt schon, oder? Ich habe auch Hunger.
Und ich wäre auch grün, einfach weil ich Bock habe auf Fliegen. Wir sinken, wir haben unseren Top of Descent erreicht. Der Vinaf ist umgesprungen auf Vinaf Path, beziehungsweise war, glaube ich, auch die ganze Zeit schon auf Vinaf Path. Er hat ihn gecatcht und wir sinken. Perfekt. Der sagt uns jetzt natürlich, ha, genau, Schweinerei. Das werden wir ändern. Das werden wir ändern. Lass mich antworten. Wir waren auf 32, wir gehen einen 10er runter. Hat er den genommen? Ich glaube nicht. Den muss ich, glaube ich, noch einmal abschicken. Boah, 10. Passt. Jetzt kriegen wir, dann nehmen wir 220 und sind auch schon auf dem Weg dorthin. Jetzt haben wir da 2,7. Das ist gar nicht einmal so wenig. Engines scheinen idle zu sein, was gut ist. Ist auch ein bisschen leiser draußen, aber auch nur ein bisschen. So eine schöne Aussicht. Da kriegt man echt so Bock auf Urlaub. Da ist das Meer urfein. Oh, wie gern wäre ich dort. Wie gerne wäre ich da. So ein gut roundabout 30 Minuten am Zielort. Urlaubsfeeling. Sonne. Meer. Saugeil. Saugeil. Können wir nochmal sagen, dass wir eine schöne From Aussicht the haben. flight deck, this is your captain. Einfach nur, I weil wir es don't normally können. point this out, but if you take a look outside, we're over a pretty interesting landmark. A pretty interesting landmark. Sehr interessant. Wo ist die? Wo ist die? Kann ja eigentlich nur da sein, weil da drüben ist ja Wasser. Wobei, schauen wir nochmal darüber. Oh ja, da ist eigentlich nur Wasser. Naja, ist halt so. Wir sind gleich auf 220. Das heißt, dann verlieren wir unseren Vinaf Path, wenn wir da jetzt nicht mitgehen. Gehe da einfach mal mit. Die Frage wäre dann nur, wie weit? Wie weit wollen wir sinken? Okay, das war zu viel. Ja, wir müssen noch in der Ansicht bleiben. Wenn wir da 9 haben sollen in der Kurve, haben wir da so 16. Dann haben wir jetzt 22, dann sollten wir eigentlich gar nicht einmal so steil sinken. Wir sind da auf 2,6. Puh. Da sind wir wahrscheinlich relativ früh unten. Wobei ist auch geil, dann können wir noch ein bisschen Sightseeing machen. Machen wir noch ein bisschen Sightseeing. Da bin ich dabei. Schau mal, was Venedig so zu bieten hat im Flugsimulator. Gehen wir da mal so auf 16. Also schauen wir mal da, wo sind wir da? 17 ist der nächste Punkt, dann 12. Weil ob das die ATC auch so sieht, das werden wir noch erfahren. Ja. Noch ein bisschen die Aussicht genießen, solange wir es da können in der Höhe. 16. Okay, da können wir bald wieder eine neue Höhe einstellen. Wir sind gleich wieder da. Im zweiten Teil geht's weiter, aber nicht ohne Probleme. Ob die Passagiere es überlebt hätten, finde es heraus und bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.